So, meine Lieben, weiter geht's. Ich habe es, glaube ich, hingekriegt. Ich lasse das hier noch ein Momentchen. Ich habe das da jetzt wieder dran gefummelt und habe auch schon mal das erste Band eingezogen. Dafür nehme ich hier so ein breites Band. Guckt, was ihr da habt. Das habe ich mir hier auf eine Nadel gezogen. Steche das jetzt hier rein. Es ist ein bisschen fummelig. Na, jetzt geht's. Ach, jetzt ist es natürlich aus der Nadel gesprungen. Na komm schon. Dann zieht ihr das hier durch. Das hat jetzt noch keine bestimmte Länge. Die Länge werden wir nachher bestimmen. So, und jetzt müssen wir das hier doch noch mal auffädeln, weil jetzt müssen wir nämlich auf der anderen Seite wieder rauskommen. Und durch den Hals, den wir da dran gemacht haben als Führung, geht das so ein bisschen schwierig. Wenn er jetzt nicht da wäre, dann könnte man das, glaube ich, ein bisschen besser durchfädeln. Das war jetzt doof. Also es sollte natürlich schon glatt sein. Nochmal festmachen. So, wie sind wir denn jetzt hier? So. So, dann auf der anderen Seite rausziehen. Und dann können wir das hier auf einer bestimmten Länge abschneiden. Die werden wir nachher anpassen. Das ist wichtig, dass wir das jetzt vorher machen, bevor wir jetzt die Klappen anbringen. Das können wir jetzt nochmal hier einmal anpassen. So, passt. Und dann klappe ich die mal nach innen ein. Das lasse ich jetzt hier mal noch ein Momentchen. So, jetzt machen wir hier diese Seitenteile. Dafür habe ich mir vorbereitet 2 Stücke mit der Länge, also 14, was hatten wir da? Jetzt habe ich es vergessen. 14,8. Ja, 14,7. 14,7. Und die Breite habe ich jetzt genommen 7,3. Und nicht 7,35, weil wir die ja noch beziehen und das Papier ja schon so ein bisschen dicker ist und damit die hier trotzdem schön aufeinander stippen. So, Papier nehme ich dieses hier. Ich denke, ich nehme das in dieser Richtung, so dass es hier das Herzblatt zu lesen ist. Und schneide mir da jetzt erstmal ein Stück. Das hier haben wir gesagt, das ist 14,7. Ich nehme da eine Zugabe von 3 cm, also 17,7. Und schneide mir das hier einmal der Länge nach ab. Das mache ich mit dem anderen auch. 17,7. Also man braucht da leider 2 Blätter Designpapier für. Dann falze ich mir das hier auf der Seite bei 1,5. Und hier an den Seiten falze ich mir das bei 1,45. Die Länge lassen wir erstmal so. So, da werden wir jetzt hier dieses Seitenteil
einkleiden. Das legen wir hier oben so hin und dann wird das eingekleidet. Das kann man hier schon mal umfalzen. Also hier besonders an den Seiten ist es wichtig. Das habe ich deshalb gemacht, weil das dann hier an den Seiten einen schönen Rand gibt, wenn das dann an der Box anliegt. So, dann leimen wir das mal ein. Hier kann man ruhig ein bisschen mehr Leim nehmen. Das kann schön durchfeuchten. Und dann lege ich mir das hier an die Falzlinien an. Gucke, dass das schön gerade ist. Und dann kann ich das hier anschrägen. Und zwar so, dass hier ein Stück stehen bleibt in der Pappstärke. Also nicht bis ganz ran an die Pappe, sondern ja, so 2 mm vor der Ecke. Hier mache ich jetzt zuerst die Seiten. Das müssen wir uns natürlich nachher noch ein bisschen kürzen. Das ist ja viel zu lang, aber das wird jetzt erstmal so angearbeitet. Hier schön oben einkneifen, damit wir auch die Ecke schön umkleidet haben. Aufpassen, dass kein Leim an den Fingern ist. Hier so ein bisschen einknicken. Und hier oben schön um die Ecke knicken. Seht ihr das hier? So um die Ecke eingeknickt. Schön anarbeiten. Und jetzt hier oben einleimen und einschlagen. So. Und jetzt knicke ich das hier einmal so um, damit das schon mal so ein bisschen weiß, wo es hin soll. Und lege das dann hier so rum. Allerdings müssen wir ja noch die Innenseite machen. Da können wir das hier nochmal ausmessen. Und dann können wir nämlich den Rest nehmen. Und wie sieht das hier aus? Passt das noch?
ganz knapp. Wir nehmen mal ein Stück hiervon. Und da brauchen wir nur ein Stück, was ungefähr bis hierhin geht. Das können wir mal ausmessen. Ich nehme das hier die Schrift. So, ja, ein Zehner. Wir nehmen ein Stück 10. Damit es nicht zu dick ist. Auch wenn das dann nicht so schön aussieht von innen. Es kommt aber ja noch ein Stück drüber, was dann nachher die Bänder festhält. Dafür nehme ich mir jetzt aber mal wieder eine Unterlage. Wenn das Papier von den Schneiden so ein bisschen hoch steht, dann gehe ich da immer einmal mit dem Falzbein rüber. So, das Papier sofort weg. Und dann hier schön so mittig wie es geht. So, das wird dann hier unser Scharnier. Dass wir dann jetzt hier so ansetzen. Dann knicke ich mir das hier schon mal. Weil das werden wir jetzt gleich noch ein Stück abschneiden. Das macht also am besten so ein bisschen mit Augenmaß. Dann schräge ich mir das hier unten an. Das hier auch rausnehmen. So. Und dann streiche ich mir das jetzt hier auch ein. Am besten legt ihr euch da noch ein zusätzliches Papier drauf, dass jetzt hier nichts auf die Klappeninnenseite kommt. Hier unten drunter auch gerne ein bisschen. Schön einleimen.
Papier wegnehmen, die Box hernehmen, aufsetzen, am besten mal umdrehen. Schön gerade ausrichten. Und dann am besten ein bisschen trocknen lassen, das mal so auf die Seite stellen, damit das schön anzieht. Dann können wir nämlich die andere Seite machen. Also das dauert seine Zeit und da ist es natürlich echt hilfreich, wenn ihr das dann fertig habt, wenn es dann auch gut durchtrocknet. So, jetzt müssen wir natürlich darauf achten, dass wir jetzt mit der Schrift in die gleiche Richtung gehen. Nämlich so weiter. Dafür schneide ich mir das hier unten ab. Und markiere mir hier auch wieder 1,5 und auf den anderen Seiten 1,45. Und mache mir dann falze ich schon mal vor, also insbesondere die Seitenteile. Dann nehme ich mir mein zweites Teil, leime das ein, also im Prinzip genau wie das vorangegangene. Und setze das hier auf, zwischen die Falzlinien. Und schneide mir hier auch wieder die Schrägen, so dass wieder ein Stückchen hier stehen bleibt. Und fange an, die Seiten einzuleimen. Auch hier wieder schön einkneifen, die Ecke. Auf der anderen Seite.
Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, wenn ihr hier was nicht verstanden habt, dann fragt mich bitte. Schreibt mir in die Kommentare oder schreibt mir auch eine E-Mail. sonjahosfeld@gmx.de. Dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Jetzt hier wieder das Vorderteil einleimen. Und umlegen. Ich sehe nach solchen Bastelsession immer aus, weil ich mir den überschüssigen Kleber an die Hose schmiere. So, jetzt können wir das hier schon mal so ein bisschen einknicken, wie wir das eben auch gemacht haben. Und nehmen auch ein Stück 10 cm, hatten wir gesagt. Das wird jetzt einmal komplett eingeleimt. Auch hier kann man wieder mal über die Seiten gehen, das macht die schön glatt. So, dieser Leim an den Händen, das ist ja nicht immer so schön. So, die Unterlage sofort weg. Und jetzt hier so mittig wie möglich aufsetzen. Schön anarbeiten. Und hier auch in die Rille für das Scharnier. Wenn ihr mal so kleine Klebereste habt, das ist nicht so schlimm. Ihr könnt die wegradieren, aber tut euch einen Gefallen, wartet einen Moment. So, auch hier werden wir jetzt die Seite wieder einpassen. Schön gerade aufsetzen. Dann drehe ich mir das hier um. Und das schneide ich mir hier ab. So mit Augenmaß. Schräge mir das an. Schneide das hier raus. Und jetzt wird das auch wieder eingeleimt. Auch dafür nehme ich mir wieder eins, was ich hier drauf lege. Auch hier wieder unten drunter ein bisschen.
Ja, und ich freue mich natürlich immer, also wenn ihr mal einen Kommentar schreibt, freue ich mich immer riesig. Natürlich, lasst mir auch gerne ein Abo da, Daumen nach oben. Es ist ja immer ein bisschen chaotisch bei mir, aber ich schneide die Videos nicht. Ich mache die so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ja, wenn es schief geht, dann geht es schief. Dann muss ich entweder neu anfangen oder ihr müsst mit mir da durch. So, dann setze ich das hier wieder. Jetzt muss ich aber das hier mal wegmachen. Das stört mich jetzt doch zu sehr. Schön ausrichten. Das ganze Schätzchen umdrehen. Und hier jetzt schön das Ganze gut an die Schachtel anarbeiten. Unten natürlich auch. Aber ganz besonders hier natürlich auf der Seite. Und dafür ist es dann natürlich gut, wenn man das dann ein bisschen trocknen lässt. Am besten über Nacht. Was ist jetzt hier passiert? Es ist etwas stramm, aber das ist ja nicht so schlimm. So, am besten über Nacht das Ganze trocknen lassen. Aber so sieht es ja schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir, wenn es denn klebt, noch ein bisschen andrücken. So, jetzt müssen wir hier die Schnüre anbringen. Dafür nehme ich mir am besten mal so ein paar Glue Dots, weil wir müssen ja die Schnüre kürzen. Die sind ja zu lang. So, dazu setze ich mir auch mal das Paket ein. So. So sind die jetzt glatt. Die klebe ich mir die da fest? Na, ich weiß es nicht. Also so sieht es jetzt aus, wenn es innen drin sitzt. Und jetzt müssen wir das hier in irgendeiner Form festhalten. Und dafür muss man die eigentlich am besten zumachen. Und hier unten ein Glue Dot hinkleben. Oder, nee, kein Glue Dot. Nachher klebt es zu doll. Das machen wir lieber mit Washi Tape. Oder, damit es noch ein bisschen besser klebt, hier mit Malerkrepp. Das kann man auch wieder abziehen. Hier schön glatt rum. Und auf der anderen Seite auch.
gucken, dass das so ein bisschen ausgerichtet ist. Beide Seiten gleich. So. Und jetzt müssen wir gucken, soweit kommt das raus, das ist gut. Wir kürzen das hier. Und da können wir jetzt ein Glue dahinter machen. Weil wir das jetzt abschneiden. Und damit das dann nicht wieder runterrauscht, so. Wer will, kann das natürlich auch mit den Bändern so lassen, beziehungsweise die nicht so ganz extrem doll verstecken. So, und jetzt kommt hier noch mal so ein Teil drauf. Wie lange machen wir das? Ungefähr 5,5. Und 5,5. Die werden wir jetzt wieder einleimen und sind dann im Prinzip auch fertig. Dann kann man die Box natürlich noch ein bisschen verzieren. Da kann man dann noch so einen kleinen Deckel drauf machen. Ich muss mal gucken, ob ich das nachher mache. Aber das hat ja jetzt erstmal nichts mit der Bauart der Box zu tun. Ja, und ich bedanke mich natürlich bei allen, die bis hierhin durchgehalten haben. Und ja, es ist ein aufwendiges Projekt, aber es ist auch sehr schön, wie ich finde. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr zu weiteren Basteleien bei mir bleibt. Wenn ihr mir einen Kommentar schickt, freue ich mich ganz besonders. Und ich kann euch nur raten, lasst es gut trocknen. Lasst es gut trocknen. Das ist das A und O. Weil das ist ja schon eine sehr aufwendige Arbeit. Und derjenige, der sowas geschenkt bekommt, der soll sich ja auch noch ein bisschen länger daran erfreuen. Und darum ist es wichtig, dass alles gut durchtrocknet.
Ja, also wie gesagt, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt und das nächste Projekt wird wieder etwas einfacher. Das ist nämlich immer ganz schön, ja, wie soll ich sagen, aufregend für mich, so ein Projekt zu machen, weil es natürlich auch, ja, es ist natürlich immer so eine Sache, so ein langes Projekt. Wie kommt das an? Und naja, aber wir haben es jetzt gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr das nachbastelt, wenn ihr mich verlinkt und ja. Es muss in der Tat noch ein wenig trocknen, dann passt es auch besser und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Mitbasteln und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!